Herzlich willkommen bei festivalzombie.com. Ich sitze hier heute mit Mitgliedern der Bands Schwund aus Hamburg und Bulldriver aus Dithmarschen und heute beschnacken wir, was unser Film für eine Grundstimmung haben soll. Die Tonalität, die beschnacken wir heute. Jungs, steht ihr mehr auf Fansblätter oder lieber auf ernsthaften Kram? Leg mal los. Also Thema Festival würde ich eher auch Fansblätter sagen, weil man findet da sehr viele lustige Sachen, mit denen man irgendwas anstellen kann, glaube ich. Ja. Das ist meine Meinung. Fansblätter im Stil von. Kannst du sowas wie Zombieland, das ist ja lustig, aber dennoch auch einen kleinen Tick ernst. Also so, irgendwie sowas. Ja, eben. Also das hat ja humoristische Elemente. Ja. Dann aber eben auch die ernsthaften Töne von, ich glaube, der Tallahassee oder wie hieß der? Ja, genau. Der Charakter von Woody Harrelson. Auch hier tiefe emotionale Narben. Also das ist ja nicht eine reine Komödie, wie zum Beispiel jetzt hier Evil Dead 2 und so weiter. Ja, aber trotzdem sollte das Ernste nicht zu sehr Einfluss nehmen. Also so eine gute Mischung. So ein Drittel, zwei Drittel. So. Das einzige automatisch. Genau das ist es. Ja, also, oder sollte man dann, wollt ihr dann tatsächlich noch ernsten Kram damit reinhaben oder soll man full-blown Humor gehen? Weil wenn man dann noch so ein, ich meine, Zombieland hat das echt gut hingekriegt, dass man diesen Humor hat, witzige Szenen, weil das eben lustige Charaktere sind. Und diese emotionale, diese ernsthafte Ebene, die sie da noch mit rein hat, die war ja nicht wirklich erzwungen oder reingedrückt, so reingezwungen. Und ich glaube, wenn man so einen Festival-Zombie-Film dreht, wenn man da dann noch versucht, tatsächlich so irgendwie was Ernsthaftes noch mit reinzubringen oder irgendwie noch so einen Schnulzen, so einen Liebeskram noch mit reinzudrücken, dann ist das so ein bisschen erzwungen. Story kann man auch so haben, muss nicht viel sein, aber... Liebesgeschichte ist immer gut. Starship Troopers? Das war eine Verarschung von Seifenopern. Okay, das ist eigentlich... In jedem witzigen Film ist immer eine Liebesgeschichte. In jedem? Nein, Mann. Fast jeden. Nein, Mann. Loser. Und das Ernsthafte kann man rüberbringen, indem man wie bei anderen Filmen dann einfach brutale Szenen nicht darstellt, sondern die dann andeutet. Dass man im Hintergrund einfach sieht, was passiert, meinetwegen Bügeleisen, wer hat es nicht mit auf dem Festival? Natürlich, klar. Wenn der Zombie kommt, ist es heiß und man will es ihm ins Auge drücken. Oder man trifft halt nicht den Zombie, sondern... Also, wenn wir es schaffen, einen Bügeleisenangriff auf einen Zombie irgendwie ernsthaft oder emotional berührend darzustellen... Nein, witzig wäre es, wenn ich damit seinen Kriegen wir einen Tunnel ins Oscar. Gesicht drücke. Das wäre witzig, wenn ich ihm das ins Gesicht drücke. Aber es wäre dann, wenn man das nicht sieht, das wäre dann ernsthaft. Ach, du meinst, ja, okay. Dieser etwas verhaltenere Horror von wegen. Damit Beim kann man- ersten Texas Chainsaw Massacre, da sieht man ja auch nicht so wirklich viel Splatter, sondern das ist ja Das wäre dann Horror im eine Kopf. Ernsthaftigkeit, weil die witzigen Szenen dann rausfallen. Aber man muss mit sowas aufpassen, dass das wirkt schnell billig. Ja, wenn man's und übertreibt. gewollt und nicht gekonnt. Genau, wenn man es übertreibt, wenn das nun alle 2 Minuten irgendwie so eine Szene kommt und du denkst, oh, jetzt passiert was. Nein, Ja, nein, okay, sieht man gar nichts. nein. Sowas wie bei Wrong Turn, wo die Geschwister, meine ich, unterm Tisch in dem Haus von den Dingern da sind und die gerade die Freundin reinschleppen, auseinanderschlachten. Man sieht es nicht, man sieht sie unterm Tisch und das Blut der Freundin fließt langsam auf sie zu. Das Ja, okay. Also eben dieser etwas verhaltenere Horror, wo man nicht genau sieht, was passiert, sondern eben das meiste dann im Kopf abspielt. Fantasie. Gut. Da stehst du mehr drauf, nicht auf diesen full-blown in-your-face-Splatter-Kram. Doch, der ist gut, aber das andere ist trotzdem sinnvoll, das mit reinzubringen. Weil beides zusammen ist eher selten. Gut. Das sind dann ja einige Stilelemente, die man da benutzt. Jetzt aber eben den Gesamtton vom Film. Also ich tendiere da auch eher zu humoristischer Splatter-Komödie eigentlich eher. Ich glaube, da muss man dann halt mal schauen. Die Leute sollen ja eben eigene Ideen uns einschicken. Also schickt uns da bitte auch eure Meinung zu. Würdet ihr da eher sagen, oh ja, Humor, bla bla bla, eher eine Splatter-Komödie, lieber was Ernsthaftes, so à la, wie heißt dieser Quatsch da noch? Hier, Paranormal Activity, das ist ja so, wir machen kein Found Footage, das machen wir auf keinen Fall. Aber das ist ja auch eher so ernsthafter Horror.
auch hier, wie hieß dieser eine noch mit diesem komischen Dämon? Oh, Insidious. Insidious, genau. Insidious. Wusste gleich, was ich meine. Spoiler. Ich habe nur ist gesagt, da auf ist ein dem Dämon drin. Der war gut. Also ja, sowas zum Beispiel. Ja, also ich tendiere auch eher zum Humor. Wie gesagt, schickt uns da eure Meinung zu, eure Ideen zu. Freuen wir uns sehr drauf. Vielleicht am besten dazu dann, was ist euch auf einem Festival in einem Normalzustand, den ihr da habt, Witziges passiert? Da sind einige Geschichten, woraus man vielleicht Wollen wir jetzt- ein, zwei Sachen machen kann. Ja, also erstmal, hierbei geht es ja jetzt eben um den Grundton des Films. Dazu, wenn ihr euch dazu Ideen habt, die könnt ihr uns gerne zuschicken. Was lustige Geschichten könnt ihr uns auch gerne zuschicken, die lesen wir immer gerne. Bleiben auch unter Verschluss. Ja, fallen euch zum Beispiel jetzt noch irgendwelche Beispiele ein? Beispielfilme, in was für einem Stil das machen könnte? Weil ich meine, einen richtigen Horrorfilm auf dem Festival gab es ja noch nicht. So in dem Sinne. Was für Filmbeispiele fallen euch jetzt dazu ein? Eben, wir haben jede Menge große Massen an potenziellen Zombies bzw. besessenen Dämonen und so weiter. Und halt auch noch jede Menge interessante Charaktere hinter den Kulissen, die als potenzielle Protagonisten dann dienen können. Braindead. Ja. Das ist dann ja eher Slapstick, Splatter. Nein, der war ernst gemeint. Ja, nee, doch. Ja, eben. Also den Also da sind persönlich viele auch sehr, drin. sehr gerne. Da ist zumindest die Schlussszene sehr ausschlaggebend, was passen würde. Es ist kein Haus, aber es sind Zelte. Es sind aber eben keine riesigen Massen. Wir haben ja auf dem Festival mit mit Tausenden von Viechern, Das mit ist Zombies zu Zombie-Land. tun. Da sind ganz viele. Wo man dabei noch klären müsste, sind das alte Zombies oder neue Zombies? Rennen die schnell oder nicht? Können die eine Pyramide bauen das ist oder nämlich nicht? auch ein ganz wichtiger Punkt in so einem Zombie-Film. Ob Zombies schnell sind. Ja, oder oder ob es überhaupt Zombies sein sollen oder ob es vielleicht sogar Besessene sein sollen. Wie so ein Dämon Bei oder so. Zombies. Weil bei Zombies, wenn Ja? du mit der Hand an den Kopf schlägst, fällt er ab. Bei Besessenen, da musst du ja richtig dich ausatmen lassen. Ja, das Anstrengend. liegt, da können wir dann ja selbst bestimmen, Ja. selbst bestimmen, was das für Besessene Eine sein Mischung sollen. aus beiden. Wo der Kopf dann Füße kriegt und weiter. Nein. Ja, deswegen muss man sie ganz Da klein muss man hacken. schon zwischen unterscheiden. Also mit schnell und langsam finde ich schon. Zombie 1, Zombie 2. Eine Dawn of langsame, the Dead. unaufhaltsame Leute, da träge geht's auch Masse. wieder an euch raus. Was wollt ihr für Zombies haben? Wollt ihr überhaupt Zombies haben? Wollt ihr lieber Besessene, Dämonen haben? Das ist eben. Falls Schickt ich uns da eure Zombies- Meinung zu. Was meinst du? Zombie Dawn of the Dead, die alten 3 Teile. Im ersten Teil sind sie langsam und im dritten Teil rasten die total aus und haben auch Waffen. Ja, müssen wir gucken. Also, als Schlusspunkt kann man jetzt sagen, eher Komödie. Also das ist das, was euch eher dazu, was euch da eher liegen würde. Das halte ich eigentlich auch für die bessere Idee. Das Internet kann dann gerne nochmal seinen Senf dazugeben, bitteschön. Und dann werden wir halt mal sehen, ja, was die Leute von der ganzen Sache halten. Und dann, ja, unterhalten wir uns das nächste Mal über eure Ideen. Bis dann erstmal.